Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal eine sehr schicke Cobra AH1 für euch, und zwar die neue Arctic Cobra von Amevi. Dieses Mal auch mal wieder ein Heli ohne GPS, aber trotzdem natürlich mit Gyro und Höhensensor. Aber auch die Variante mit GPS, denke ich mal, wird es hier auf dem Kanal noch zu sehen geben. Diesen hier habe ich auch wieder als RTF-Paket mit allem dabei, was ihr zum Fliegen benötigt. Außer wie immer natürlich die 4 AA-Batterien für die Fernsteuerung. Ich zeige euch als erstes mal wieder den Packungsinhalt, dann die Cobra etwas näher und auch die Fernsteuerung mit den Funktionen gibt es hier zu sehen. Und am Ende gehen wir natürlich auch wieder draußen fliegen. Bevor es losgeht, habe ich mal eine generelle Frage an euch. Ich kommentiere ja immer bei den Details der vorgestellten Modelle die Optik, obwohl man ja eigentlich sehen kann, was ich zeige. Findet ihr das generell gut oder würde euch auch ausreichen, wenn ich das Modell einfach nur abfilme und im Hintergrund so ein bisschen Musik laufen lassen würde? Das würde mich mal brennend interessieren, wie da eure Meinung ist. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, genug Gerede für das Intro. Wir legen los. Let's go! Ja, hier haben wir mal den schicken Karton der Amevi Cobra. Hier hinten drauf haben wir noch ein paar Informationen zum Heli. Dann würde ich sagen, machen wir den Karton mal eben auf und haben wie immer als erstes die Bedienungsanleitung, hier auf Deutsch und Englisch. Dann haben wir als nächstes den Hardcase LiPo Akku, und zwar ein 2S 1200 mAh mit Zeitlock-Anschluss, USB-C-Buchse, einem Ein-Ausschalter mit 4 LEDs, die auch gleichzeitig als Ladestatusanzeige dienen, einem 5-Volt-Anschluss für zum Beispiel eine Lampe und hier vorne noch die beiden Sicherungsklipse. Dann haben wir als nächstes eine Tüte. Hier drin befindet sich ein USB-C-Ladekabel, etwas Werkzeug, ein Ersatz-Heckpropeller und 2 Ersatz-Hauptrotorblätter. In einer weiteren Tüte haben wir noch ein Raketenpack, 2 Raketenwerfer und eine MG. Das müssen wir nachher noch anstecken. Dann haben wir natürlich auch die 2,4 GHz Fernsteuerung mit dabei. Hier auch wieder die typische Kunststofffernsteuerung mit den federbelasteten Steuersticks. Die zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Und zum Schluss noch die sehr schicke Arctic Cobra, und die zeige ich euch jetzt nochmal etwas näher im Detail. Ja, jetzt habe ich hier die sehr schicke Arctic Cobra von Amevi mal komplett vor mir. Ein richtig cooles Modell. Ich habe hier auch schon mal die Raketen und MGs angebracht. Die braucht man ja hier wieder nur vorne in die vorgesehenen Schlitze einschieben, bis sie fest drin sitzen. Das geht eigentlich recht einfach und sieht dann zum Beispiel so aus. Ganz vorne an der Cobra haben wir noch eine MG montiert und auch die Radarattrappe. Die beiden Sachen können wir sogar noch mit der Hand verstellen. Ansonsten haben wir hier wirklich richtig viele Nieten auf dem Rumpf verteilt. Auch die ganzen Blechstöße und kleinen Details sind hier sehr cool gemacht. Auch auf dem ganzen Heckausleger sind sehr viele Details und Nieten angebracht. Also ein wirklich richtig cooles, schickes Modell, muss ich sagen. Hier vorne auf der Cockpitkanzel haben wir auch noch eine Antenne und einen Cable Cutter. Und wie eben schon montiert, haben wir auch noch die MG, Raketenwerfer und Raketen links und rechts an den Stummelflügeln. Die ganze Lackierung ist auch sehr gut gemacht worden. Die ist jetzt hier eher matt gehalten mit einem ganz leichten Glanz. Auch hier vorne das Gebiss mit den Augen sieht richtig cool aus. Und auch die anderen Dekals und Lackierungen sind hier wirklich sehr sauber gemacht. Der Turbinenauslass sieht auch ganz schick aus, ist jetzt hier leider nur schwarz gehalten. Auch das Landegestell ist jetzt hier nicht mega detailliert, aber völlig ausreichend für die Größe. Angetrieben wird die Cobra natürlich wieder von Brushless-Motore, und zwar das direkt, sowohl beim Hauptantrieb als auch beim Heckmotor. Der sitzt glücklicherweise auch auf der richtigen in Flugrichtung rechten Seite. Die Taumelscheibe besteht hier halb aus Kunststoff und halb aus Aluminium. Die Hauptrotorwelle und das Rotorkopf-Zentralstück bestehen hier aber natürlich komplett aus Metall. Und die Blatthalter sind hier komplett aus Kunststoff gefertigt. Angesteuert wird die Taumelscheibe natürlich wieder über 3 Mikroservos in 120 Grad Anordnung. Oben auf dem Turbinendom haben wir noch eine Status-LED und die Cobra besitzt auch eine richtig coole Beleuchtung. Und zwar haben wir hier natürlich links und rechts wieder die grüne und rote Positionsbeleuchtung. Oben auf dem Turbinendom noch eine rote LED, genauso wie auf dem Heckausleger ganz hinten. Und ganz besonders haben wir hier sogar noch eine LED im Turbinenauslass. Die Scheiben der Cobra wurden hier wieder schwarz und leicht durchsichtig ausgeführt, was auch super zur rot-weißen Lackierung passt. Muss man einmal an die Technik ran, kann man hier über die 4 Schrauben die Haube lösen und abnehmen. Auf der Unterseite haben wir noch einen optischen Höhensensor, der das Fliegen für Anfänger vereinfacht. Und im Inneren haben wir noch einen zusätzlichen barometrischen Höhensensor verbaut. Von unten kommt natürlich auch wieder der LiPo-Akku rein. Den müssen wir einfach nur einsetzen und runterdrücken und auf jeden Fall ganz besonders darauf achten, dass die Klipse hier auch wirklich einrasten. Dann kann man den Heli mit einem längeren Druck auf den Akku einschalten. Die Cobra hat einen Rotorkreisdurchmesser von ca. 375 mm, eine Länge von ca. 430 mm, ein Abfluggewicht von ca. 315 Gramm und eine Flugzeit von ungefähr 10 bis 12 Minuten. Ja, ich finde ein richtig cooler kleiner Heli mit einer richtig schicken Lackierung, und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal als nächstes die Fernsteuerung mit den ganzen Funktionen.
Auch bei der Cobra haben wir wieder eine Kunststofffernsteuerung dabei und diesmal wieder mit komplett federbelasteten Steuersticks. Und die Fernsteuerung kommt komplett ohne Display aus. Die Knüppelaggregate sind aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium und haben auch oben diese Zackenkrone für alle Daumenflieger. In der Mitte haben wir noch eine Aufhängeöse für eine Nackengurt. Darüber haben wir einen Ausschalter. Darüber befindet sich ein Lautsprecher und darüber noch 2 Status-LEDs. Die Schalter, die wir hier um die Knüppelaggregate sehen, sind diesmal keine Trimschalter, sondern sind alle mit einer Funktion belegt. Und zwar können wir mit dem senkrechten Schalter des linken Knüppels die automatische Landefunktion aktivieren, indem wir den Schalter nach unten schieben. Dann geht der Heli automatisch runter und stellt nach der Landung auch automatisch den Motor ab. Wir können aber auch jederzeit bei der automatischen Landung manuell mit den Knüppel eingreifen oder mit einem wiederholten Klick auf automatisch landen die automatische Landung abbrechen. Die Funktion Screw Pitch, wenn wir den Schalter nach oben schieben, benötigen wir nur zum Einstellen der Pitch-Ausschläge, wenn wir zum Beispiel mal ein Servo tauschen müssen, ist also keine Flugfunktion, sondern eher eine Einstellfunktion. Mit dem waagerechten Schalter am linken Knüppel können wir die Taumelscheibenausschläge einstellen. Wenn wir den Schalter nach links auf das rote L schieben, hören wir einen Piepton und haben dann die geringeren Ausschläge eingestellt. Und wenn wir den Schalter nach rechts auf H schieben, hören wir 2 Pieptöne und wir haben die höheren Ausschläge eingestellt. Dann haben wir noch einen senkrechten Schalter am rechten Knüppel. Hiermit können wir den optischen Sensor ein- und ausschalten. Das heißt, wenn wir den Schalter nach oben drücken, ist der optische Sensor aktiviert und die Höhe wird automatisch gehalten. Das wird am Heli auch mit einer grünen Status-LED angezeigt. Wenn der Höhensensor aktiviert ist, haben wir auch nur eine maximale Flughöhe von 8 Metern. Wenn wir den Schalter nach unten schieben, fliegen wir im manuellen Modus, ohne Höhensensor und müssen die Höhe selber halten. Dies wird angezeigt durch eine rot leuchtende Status-LED am Heli. Dann haben wir als letztes noch den waagerechten Schalter am rechten Knüppel. Wenn wir den Schalter nach links Richtung Mode schieben und den Sender gleichzeitig anschalten, können wir den Sender von Mode 2 auf Mode 1 umstellen und natürlich auch umgekehrt. Ist der Sender auf Mode 1 eingestellt, dann leuchtet die linke Status-LED an der Fernsteuerung rot und ist der Sender auf Mode 2 eingestellt, dann leuchtet die linke LED nicht. Und wenn wir den Schalter im Flug für 2 Sekunden nach rechts schieben, wird die Rückenflugfunktion aktiviert. Dann müssen wir mit dem Rollknüppel entweder nach rechts oder links den Heli auf den Kopf drehen und können auf dem Rücken weiterfliegen. Hier bleibt die Steuerung auch gleich wie in der Normalfluglage. Dazu benötigen wir allerdings mindestens eine Flughöhe von 5 Meter. Wir müssen im manuellen Flugmodus sein, ohne optischen Höhensensor und die Taumelscheibenausschläge müssen auf H stehen. Auf die gleiche Art und Weise können wir den Heli auch wieder zurück in die Normalfluglage bringen. Oben links haben wir noch einen 2-Stufen-Schalter. Hiermit können wir in der Stellung auf das rote geschlossene Schloss den Motor sperren, sodass er nicht versehentlich anlaufen kann. Und wenn wir den Schalter nach vorne stellen auf das geöffnete Schloss, dann ist der Motor entsperrt und wir können den Motor, wenn wir beide Sticks nach unten außen ziehen, starten. Die beiden Drucktasten links und rechts sind nur Attrappen und haben keine Funktion. Hier oben haben wir noch die 2,4 GHz Antenne, dahinter noch einen Tragegriff aus Metall und auf der Rückseite haben wir noch das Akkufach. Hier passen 4 AA-Batterien rein.
Am Ende noch das obligatorische Fazit. Optisch finde ich die Cobra wirklich sehr, sehr gelungen. Ich denke, es ist alles dran, was man so an eine Cobra in der Größe machen kann. Auch das rot-weiße Design finde ich richtig schick, ist auch in der Luft sehr gut zu erkennen. Auch, dass man hier vorne das MG und das Radar verdrehen kann, ist ganz nett. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ist dennoch irgendwie ein cooles Gimmick. Fliegerisch muss ich sagen, fliegt die Cobra wieder sehr stabil und ruhig. Allerdings ist sie schon relativ human in den Ausschlägen, habe ich festgestellt. Man kann sehr schön damit fliegen, auf jeden Fall. Aber zum richtig sportlichen Fliegen müssen die Ausschläge etwas mehr sein für meinen Geschmack. Auch im High-Modus oder mit ausgeschaltetem Höhensensor ist der Ausschlag jetzt auch nicht wirklich viel stärker. Allerdings ist das für Einsteiger wiederum natürlich gar nicht mal so schlecht. Was ich wieder sehr gut finde, dass bei zu Neige gehenden Flugakkus der Sender anfängt zu piepen und auch die LEDs am Heli anfangen zu blinken. Allerdings sollte man dann auch relativ zeitnah landen, da sonst der Heli langsam von alleine runtergeht und landet. Und das natürlich da, wo er gerade steht. Das heißt, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man einen guten und geraden Untergrund hat. Man kann aber auch bei dem Landevorgang noch manuell eingreifen und gegenlenken, falls mal irgendwie was im Weg sein sollte. Auch das Fluggeräusch finde ich angenehm okay, klingt auch eigentlich ganz gut, trotz des separaten Heckmotors. Den Rückenflug habe ich auch mal ausprobiert, auch wenn ich jetzt bei Scale-Helis das nicht unbedingt brauche. Aber er funktionierte einwandfrei und die Steuerung bleibt auch für die Anfänger gleich wie beim Normalflug. Das heißt, ihr müsst beim Rückenfliegen nicht umdenken. Und auch die Autolandefunktion, die ich jetzt auch eher, sag ich mal, ein bisschen unnötig finde, hat super funktioniert. Da müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr auf einem geraden und sauberen Untergrund landet. Aber auch da habt ihr immer wieder die Möglichkeit, noch manuell gegenzulenken. Wichtig wäre auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass man auf jeden Fall darauf achten muss, dass der Akku richtig eingeklipst ist. Also nicht einfach nur reinrücken, sondern auch gucken, dass beide Hebel eingerastet sind, damit euch der Akku im Flug nicht plötzlich rausfällt. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem Video. Lasst mir wie immer gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Cobra unten in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, welche Modelle ihr sonst mal so hier noch sehen möchtet. Abo und Glocke natürlich nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.